Tag 4. 4 Tage sind bereits vergangen. Die Leute, die hier nonstop mithelfen, wissen schon gar nicht mehr, ob es ein Leben vor oder nach der Dromonale überhaupt gab. Und als ich heute früh von einem versifften Sofa aufgestanden bin, ist es passiert. Ja, was ist denn passiert? Also im Grunde war es so, das Tacheles ist voll mit Brandschutztüren. Das heißt, diese Türen haben einen automatischen Zuklappmechanismus. Das Problem ist, dass, wenn eine Türe zugeklappt ist, sie sich nicht mehr öffnen lässt. Gut, was ist also passiert? Eine Person, die nicht durch die Türe kommen konnte, hat angeklopft und mich mitten in der Nacht aus dem Schlaf geweckt. Also musste ich für diese Person die Türe öffnen. Das habe ich dann natürlich auch gemacht. Ich bin rübergegangen, um die Türe zu öffnen, und auf dem Weg dorthin bin ich barfuß im Dunkeln in einen Haufen Hundescheiße getreten. Und zwar wirklich echte Hundescheiße. Genau das Bild, das die Zuschauer jetzt im Kopf haben. Genau so war es auch. Die Kacke quoll richtig zwischen meinen Zehen raus und es klang wie so schleimiges Zeug, das man aus einem Troma-Film kennt. Doch das Problem ging noch weiter. Als ich nachher mit dieser Scheiße auf dem Fuß hinten angekommen bin, ist die Brandschutztür von der anderen Seite zugefallen. Das heißt, ich war dann im Dunkeln mit Scheiße zwischen den Zehen und hinter einer verschlossenen Türe, die dann wiederum kein anderer für mich geöffnet hat. Wieso ich genau hinter diese Türe gegangen bin, weiß ich jetzt nicht mehr exakt, aber das ist so in etwa 3/4 der Geschichte, sind mir noch sehr genau im Kopf. Und zu allem Überfluss gab es im Tacheles keine normalen sanitären Einrichtungen. Es gab hinterm Kino ein Klo und hier gab es irgendwie ein Waschbecken mit kaltem Wasser. Also dort habe ich dann meinen Fuß vom Kot befreit und ich weiß nicht, ob das alles zwischen meinen Zehen wegging. Aber so bin ich jedenfalls in diesen Tag gestartet, der unter dem Motto Crime, Action, Cool Guys and Guns stand. Und ganz passend zum Thema Verbrechen fand der Workshop statt, den man hier die ganze Zeit sieht. Lockpicking, also Schlösserknacken auf Deutsch. Die Leute lernen hier, wie sie ihr eigenes Werkzeug basteln, welches sie zum Knacken von Schlössern brauchen. Irgendwie sieht das ganz süß aus, wie hier alle an der Werkbank sitzen und fleißig feilen und schleifen, um illegale kriminelle Aktivitäten zu vollführen. Das, was wir hier aufmachen werden, dieses Prinzip, ist über 5000 Jahre alt. Es gefällt uns nicht, knacken zu sagen, weil bei uns geht nichts kaputt. Und wer knackt, das finden wir unsportlich, weil wir entsperren oder dekodieren Schlösser. Und das ist letztendlich nichts anderes als Hacking auf physikalischer Ebene. Die meisten haben Schlüssel und tragen die rum, sind tagtäglich dabei auf- und zuzuschließen und bemerken nicht, dass das auch Denkstrukturen sind, mit Aus- und Zuschließen. Gerade hier in dem Kapitalismus, in dem wir leben, ist ja Ausschluss das Grundprinzip. Und während die Leute die Vorbereitung für ihre nächsten Diebstähle schaffen, laufen seit 14 Uhr Filme. Filme wie Jimmy Tornado von Gary Schuster. Oder mein persönlicher Highlight, Operation Dance Sensation. Von Thilo Gosejohann. Thilo war auch am Start. Und leider hat doch tatsächlich irgendein Vollpfosten den Film aus dem Backstage geklaut. Okay, das passt irgendwie zum heutigen Motto, aber irgendwie ist das Kacke. Wir konnten den Film also nicht zeigen. Aber, Tromagott, Gott sei Dank hat Thilo eine DVD von seinem Film dabei. Und somit konnte der Film auch gezeigt werden. Der Film ist sehenswert. Kann ich nur sagen, gucken. Was für ein Glück. Am Ende stand Thilo noch für Fragen zur Verfügung. Ein wirklich netter Kerl. Die Darsteller bei Alles in Ordnung sind aus diesem Film. Es ist nur blöd, dass die Band im Hintergrund bereits schon ihren Soundcheck macht. Ich meine, hört euch das an. Der Soundcheck von der Band läuft schon, es geht gleich weiter mit der Musik, das ist schon ein bisschen blau. Geile Atmosphäre, ne? Na gut, dann also nochmal einen großen Applaus für den Film. Was hältst du von dem Film Attack of the Drone Maggot? Naja. Apropos Tromagott, wie sieht es heute auf der Berlinale aus? Ja, Carlos, heute gibt es mal ausnahmsweise kein Blut und auch irgendwie kein Videomaterial. Ich habe zumindest keins. Es gibt nur Fotos. Und dieses Mal habe ich mir keinen Kittel angezogen, weil es doch arschkalt ist. Ich habe einfach meine Jacke angelassen und mir eine Maske aufgesetzt. Muss auch mal sein. Mann Gott, es ist Winter da draußen, ja? Kunstblut und bloß so ein dünner Laborkittel. Alter, das ist
kalt, es ist arschkalt. Da habe ich irgendwann keinen Bock mehr drauf. Und heute einfach Maske, Jacke. Kommt zu Dromanale, kommt zu Dromanale. Yeah, yeah. Oh, ich bekomme gerade die aktuelle Meldung rein. Anscheinend haben wir doch Live-Bilder. Ja, meine Damen und Herren, Carlos, bewegtes Bildmaterial von der Dromanale-Aktion. Nicht schlecht. Hier haben wir ein kleines Hündchen, was natürlich versucht, zu Berlinale zu kommen. Aber erfolgreich abgewehrt. Und das Fernsehen ist auch dabei. Ja, erfolgreich abgewehrt. So ein Glück, dass wir das sehen können. Und wir haben es sogar geschafft. Bis zum roten Teppich sind wir vorgedrungen. Echt, der rote Teppich. Und die Gelegenheit wurde auch genutzt, weil es doch so kalt ist, sich gleich mal schön kuschelig einrollen. Dafür ist der rote Teppich doch da. Sonst friert man doch. Wahnsinn. Wir sind sogar noch weitergekommen. Ja. Yeah. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind bis zu der Stelle vorgedrungen, wo die Berlinale-Tickets verkauft werden. Also ich glaube zumindest, dass das der Ort war, weil unter der Maske sieht man ja kaum was. Und die Security-Leute haben uns mal wieder schön herausgeführt. Go to Berlinale, it's okay. They make movie you can understand. Und was passiert so lange auf der Dromanale? Dankeschön. Hier spielt heute Abend die Band Monobob. Dieses Mal gibt es eine Art Ska und Jazz. Hört einfach selbst rein. Gut, probieren wir nochmal was. Carlos, sag mal, sind das deine Füße, die so nach Scheiße stinken? Ach, halt doch einfach deine Klappe. Was vor jedem Knochen bricht das Herz. Und was sich tiefer atmen lässt das Herz. Und was sich immer noch verbessert ist. Was für Freaks. Ist halt so. Warte, war das Rock'n'Roll-Musik im Video? Diesmal ist es Ska. Ja, also, danke für die Kommentare. Dankeschön.